Der Chaco. Ist dir ein Begriff, oder? Guck mal gehört. Nunchaku. Das Nunchaku, genau. Nunchaku, das beschreibt so ziemlich genau mein Besitztum an Chakos. Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf dem Feldpost-Kanal. Heute ist schon wieder der Alex da. Die sind nicht wegzukriegen. Einmal Polizei im Haus, schon ist Schluss. Du hast heute 2 Mützen mitgebracht. Oh, Mützen. Naja, das sind Chakos und ich habe nicht nur 2 davon. Richtig, ich habe viele. Wir sind viele. Wir sind Legion. So, Schluss jetzt mit Albern. Also, heute geht es um die Kopfbedeckungen der Polizei oder auch der Armee streckenweise. Es geht um die Geschichte des Chakos. Genau, die Geschichte des Polizei-Chakos in Deutschland 1919 bis 1974. Ja, wir haben viel vor. Wir gehen durch ganz, ganz viele Epochen der deutschen Geschichte und von Anfang bis Ende mit objektaler Unterstützung. Mit objektaler Unterstützung, das klingt schön. Genau, also das Vorzeigematerial ist vorhanden. Genau, also ganz kurz, das Chaco. Was ist das Chaco? Chaco ist eigentlich eine militärische Kopfbedeckung. Ja. Gab es auch schon, oder ich glaube, das war auch die Hochzeit der Hohenchakos in den napoleonischen Kriegen, waren damals auch dazu da, damit die Übersicht auf dem Schlachtfeld gewahrt werden kann. Deswegen waren die entsprechend hoch, sind über die Zeit in Form und Größe immer wieder verändert worden. Und die Versionen, die wir hier zeigen, die entsprechen alle so eigentlich eher der Form von 1895. Das war dann quasi so, ich bin jetzt mal vorsichtig, die Endausformung. Danach wurde halt eben nur noch leicht variiert, überwiegend auch im Material. Das ist richtig. Genau, ja, kommen wir gleich zu den ersten beiden Objekten, die wir haben. Und nach meinen Recherchen müsste jetzt Modell 1860 die richtige Bezeichnung sein. Jäger Chaco, der Jäger, welcher unter anderem im Königreich Preußen so in der Form getragen wurde, also ohne den Zierat vorne jetzt. Ja, natürlich. Genau. Komplett aus Leder gefertigt und von der Grundform, wie du schon sagst, hat sich später nicht mehr viel geändert. Also wir haben einen aufgenähten Deckel, wir haben einen Vorderschirm, wir haben einen Hinterschirm, wir haben befestigt einen Sturmriemen, bereits von Anfang an mit Knopf 91 befestigt und vorne entsprechender Zierrad und Nationale, um die Zugehörigkeit des Chakos zu zeigen. Vielleicht noch vorweg erwähnt, ganz großes Dankeschön an meine Bekannten Dietmar Bednarski und Andreas Gala, welche mir eine Vielzahl ihrer Chakos aus ihren Sammlungen für dieses Video zur Verfügung gestellt haben. Auch von mir nochmal Danke. Bekommt man ja nicht aller Tage. So viel alten Scheiß. So sieht's aus. Genau. Deswegen, wir werden jetzt nicht so ganz genau auf die Polizeigeschichte wieder eingehen. Das haben wir schon in einem anderen Video vorher gemacht. Deswegen sei gesagt, November 1918, die Revolution bricht aus, der bestehende Polizeiapparat bricht zusammen, die Armee soll zeitgleich verkleinert werden, trotzdem innere Unruhe in Deutschland. Es muss eine neue schlagkräftige Polizeitruppe her, die damit fertig werden kann. Deswegen Frühjahr 1919 Aufstellung der Sicherheitspolizei, kaserniert, militärisch ausgebildet. Wir haben es erläutert. Und diese wird erstmals als Polizeitruppe jetzt mit dem Chaco ausgerüstet. Genau. Denn zu Kaiserszeiten hat der Polizist im Königreich Preußen Pickelhaube getragen, er hat Schirmmütze getragen, Chaco hat er nicht getragen. Der Schutzmann, genau. Ja. Diese Chakos, die stammten aus den Beständen der alten Armeen, welche vor allem durch die Einführung des Stahlhelms auch in die Lager gewandert sind. Manche Lagerbestände waren noch ein bisschen älter gewesen, die wurden halt nicht ausgegeben. Die Armee hatte immer ein bisschen Überschuss. Für den Fall der Fälle. Genau, wurden an die Polizeien ausgegeben. Also sowohl dieses Modell, das 1860er Modell, was eher schon ein bisschen seltener war, und das 1895er Modell, was dann eher so das Standard
Leder-Chaco-Modell zuletzt im Deutschen Kaiserreich war. Die unterscheiden sich ein bisschen in der Form, wie man es sehen kann. Der entscheidende Unterschied aber war mit die Lüftungsscheibe, denn der hatte noch keine. Ja, ansonsten die wesentlichen Elemente sind gleich geblieben, bis auf eine veränderte Form. Die kann aber auch teilweise durch das Alter von, teilweise über 100 Jahren durchaus auftreten. Das ist auch wichtig zu sagen, das ist immer mal ein nice to know. Wenn ihr solche alten Helme habt, stellt die immer auf einen Mützenständer. Ja. Na, ob es nun ein kleiner oder ein großer sei, ist egal. Es geht halt eben darum, diese Chacos, Pickelhauben, Kopfbedeckungen aus Leder grundsätzlich verformen sich mit der Zeit, in der sie stehen, da es ein Naturmaterial ist, da das Eigengewicht quasi drauf lastet, Gravitation etc. Ihr wisst schon, Masse mal Beschleunigung ist gleich Kraft und daher verformen diese Kopfbedeckungen sich, wenn sie nicht vernünftig gelagert werden. Auch wenn ihr sie auf die Seite legt, auch wenn da jetzt viele Jahre ins Land gehen müssen, damit da was passiert, aber es wird was damit passieren. Daher achtet bei solchen Sachen immer auf die Lagerung, wenn ihr die Form möglichst gut erhalten wollt. Richtig, richtig. Genau, zu diesen beiden Chacos gesagt, wir bleiben jetzt erstmal bei dem, was das Zierrad angeht. Dazu kommen wir später nochmal. Die Geschichte, wie der Stern zur Polizei kam, die ist nicht ganz einfach. Ich habe mich da jetzt dazu belesen. Ich beziehe mich da jetzt hauptsächlich auf die Ausführungen von Erich Radeke in seinen Büchern. Es gibt keine direkte traditionelle Verbindung zwischen dem preußischen Gardestern und dem Polizeistern. Der Stern, der später eingeführt wurde, der entspricht sowieso dem Mecklenburger Modell, also Mecklenburger Gardemodell. Nee, war nicht Garde. Die hatten das generell auch auf der Pickelhaube. Das war Mecklenburg-Strelitz, möchte ich meinen. Die hatten den Berg, weil es gab ja auch noch Mecklenburg-Schwerin. Genau. Und die hatten aber nochmal einen anderen Stern. Es kann auch sein, dass ich das jetzt vertausche. Ich habe es nicht zu 200% vor Augen. Die Schweriner und Mecklenburger unter euch mögen mir da jetzt verzeihen. Ja, genau. Also letztendlich kein direktes Vorbild des preußischen Gardesterns. Am Ende zusammengefasst, der Radeke, der schreibt da 4 Seiten dazu. Ich versuche es zusammenzufassen. Am Ende weiß man es nicht genau. Es war wahrscheinlich eine Entscheidung von, was man kennt, was eventuell materialmäßig noch vorhanden war, was man herstellen konnte relativ einfach. Also das war ja immer, Beschaffung ist ja auch eine Frage, Kooperation mit dem Hersteller, was kann der mir überhaupt anbieten? Ja. Und vermutlich auch was Staatenneutrales. Ja, und Preis. Wahrscheinlich auch. Ja. Also es waren wahrscheinlich mehrere Faktoren, die dazu geführt haben, dass man am Ende gesagt hat, okay, wir führen jetzt einen Stern ein auf dem Chaco als neues Zierrad. Das wurde auch dann flächendeckend in der gesamten Weimarer Republik auch so gemacht, mehr oder weniger. Manche Staaten wichen ab. Und da hat sich dann manchmal nur das Medaillon unterschieden. Hier sehen wir das Medaillon für die Sicherheitspolizei mit dem frühen preußischen Adler, ungekrönt, ohne alles, welches 1919 eingeführt wurde. Dieser Adler entsprach dem Staatswappen des neuen Freistaates Preußen, welches dann entwickelt wurde. Und der Zierrad bestand aus Neusilber. Und passend dazu wurde dann eine nationale eingeführt, ebenfalls aus Neusilber. Die wurde jetzt im Nachhinein ergänzt. Das ist jetzt keine Originale, aber zum Verständnis reicht halt. Ja. Genau. Dazu schwarz bemalt, dass du dann die Farben schwarz-weiß für den Freistaat Preußen hattest. Genau. Und diese Lederchacos bildeten in der Form für mehrere Jahre bei der preußischen Sicherheitspolizei und dann ab Mitte 1920 bei der preußischen Schutzpolizei den Standard, mit dem gearbeitet wurde. Ja. Es gab dann 1921 noch ein neues Medaillon. Der klassische fliegende preußische Adler wurde da eingeführt, weil das preußische Staatswappen nochmals geändert wurde. Die alten Sterne wurden weitergetragen, weil war teuer, hat Geld gekostet, etc. Der fliegende Adler findet sich dann später auch auf dem Koppelschloss. Von dem Adler gab es auch eine Version, die aber ein bisschen weniger verbreitet war. Wurde, wie gesagt, alles weitergetragen. So, jetzt sind wir schon
Anfang der 20er Jahre, ab 1923, wie im anderen Video erzählt, wurde die Schutzpolizei neu eingekleidet mit Blau. Die Chacos blieben. Davor werfen wir uns mal einen Blick auf diesen Chaco, auf diesen Stern. Das ist ein Stern in einer Offiziersausführung. Auf die Offiziere wollen wir jetzt in dem Video gar nicht so viel weiter eingehen. Das ist ein eigenes Thema für sich. Da können wir innerhalb unserer Interessengemeinschaft auch noch nicht so viel zu zeigen. Laut der Literatur, da beziehe ich mich auch wieder auf Radeke, muss das ein Offizierstern für die Sicherheitspolizei von der Stadt Stettin gewesen sein. Es gab in den Anfängen der Novemberrevolution, wo man noch experimentiert hat mit Medaillons, da gab es regionale Besonderheiten. Es gab auch für Berlin beispielsweise auch eine Bärenversion, die erste Bärenversion, die dann aber relativ schnell durch den Adler wieder abgelöst wurde. Ja. Und so gab es hier für Stettin auch eine besondere Form, aber wurde auch nur für die Zeit der Sicherheitspolizei getragen. Also diese Version ist danach wieder verschwunden. Es gab im Deutschen Reich vereinzelt Ausnahmen, wo das weitergetragen wurde, aber das führt jetzt auch zu weit. Ja, so, wie wir alle wissen, Leder wird mit der Zeit alt und nicht besser. Und diese Chacos, die waren teilweise schon, also vom Chaco hat man damals gesagt, so 8 Jahre lang kann man den im Dienst tragen, danach sollte man ihn austauschen. Die haben teilweise noch viel länger im Lager gelegen. Also die waren schon alt, als die damals ausgegeben wurden. Ja. Und die wurden mit der Zeit nicht besser. Und deswegen wurde es Zeit, ein neues Modell zu entwickeln. Und das schauen wir uns jetzt an. Angekommen sind wir jetzt im Jahre 1928, passend zur Uniform. Ab 1926, 27 wurde deswegen mit anderen Materialien experimentiert. Beispiel geflochtenes Rosshaar. Es gab auch welche aus Kork. Es gab auch Modelle aus Stroh. Verschiedenstes. Am Ende durchgesetzt hat sich Vulkanfieber. Das Material ist bekannt. Ja. Sind beim letzten Video auch drauf eingegangen. Ist ungefähr 1/3 leichter im Vergleich zu den Lederchacos. Vermutlich auch leichter zu produzieren, es war auch billiger. Das musste ja nur gepresst werden. Das musste nur gepresst werden. Nicht aufwendig geformt, wie zum Beispiel der Lederkorpus vom alten Chaco. Genau. Dieses Modell, das ist jetzt ein bisschen geschummelt, das ist kein Original aus den 20ern. Das ist ein Nachkriegs-Chaco. Die wurden bei der westdeutschen Polizei gleichartig weiterproduziert. Da kommen wir später noch dazu. Die wesentlichen Merkmale oder die wesentlichen Unterschiede neben dem Material den Lederchacos sind die Lüftungslöcher. Davon haben wir nämlich 2 vergitterte Stück pro Seite. Es gibt teilweise noch Lüftungslöcher unter dem Zierrad. Die können wir jetzt so erstmal nicht zeigen. Ansonsten hat sich materialmäßig nicht viel geändert. Stern ist in dem Falle auch noch einer von der Sicherheitspolizei, weil weitergetragen, national in dem Falle auch aus Neusilber, und normalerweise die anderen Beschläge, die wären auch aus Neusilber. Sind jetzt in dem Fall aus Alu, weil Nachkriegs, aber zur Erklärung soll es reichen. Es sind nach der Einführung dieses Chacos trotzdem noch weiter Lederchacos produziert worden. Preis- und Materialfrage. Manche Firmen hatten noch so viel davon rumliegen, dass sie das vergleichsweise günstig anbieten konnten. Des Weiteren waren Offiziere bei der Polizei auch immer Selbsteinkleider, wie beim Heer. Und die hatten natürlich dann die Möglichkeit, sich was Eigenes, Schönes da zu machen. Ja. Auch gewisse Freiheiten, was die Sterne anging. Das war manchmal gegen die Bekleidungsvorschriften, aber naja, ich sag mal, wenn man der höchste Offizier war in seinem Bereich, wer sollte dann was sagen? Eben. Genau. Und deswegen sehen wir die noch teilweise bis zur Neuuniformierung nach der Machtergreifung 36. Sehen wir Lederchacos teilweise mit Sicherheitspolizeisternen. Ja. Alles noch vorhanden. Genau. Das zu diesem Chaco, und dann gehen wir ein Kapitel weiter. Kommen wir jetzt zum dunkelsten Kapitel der deutschen Polizeigeschichte. Ab 1933 ergreifen die Nationalsozialisten die Macht. Für die Polizei im Freistaat Preußen änderte sich uniformtechnisch erstmal gar nicht so viel. Also es wurden kleinere Abzeichen ausgetauscht, es wurden in der Schirmmütze zum Beispiel ein neues Abzeichen eingeführt. Die Chacos, wir haben jetzt hier mal eine mögliche Übergangsvariante dargestellt. Teilweise wurden die Zierrate der
Weimarer Republik noch bis 1936 unverändert weitergetragen, teilweise auch mit den unveränderten Nationalen. Was man eher sieht, ist der alte Stern mit einer neuen Nationale, welche entsprechend neu angemalt wurde. Das war auch alles in dieser Übergangsphase sehr, naja, frei, also nicht sehr geregelt. Also wenn man da jetzt das ganze Gebiet des Freistaates Preußen betrachten würde, die Dienststelle hat so gemacht, die Dienststelle hat so gemacht. Es gab bereits Neubeschaffungen von Nationalen. Manche haben das bemalen lassen. Bei manchen haben das die Beamten selber bemalt. So wie in die habe ich mir selber angefertigt. Ja. Deswegen ist es auch okay, wenn das nicht ganz alles so sauber ist, weil, naja, als Polizeibeamter bist du halt kein Künstler. Ja, und das hing alles davon ab, wie die Beschaffung vorankam, wie neues Material zur Verfügung stand, wie auch die Motivation der jeweiligen Vorgesetzten war, diese von neuen Vorschriften umzusetzen. Und ob man in der Lage war, auch ein einheitliches Bild zu schaffen, weil das war auch das war wichtig. Das war wichtig. Deswegen Chaco-mäßig keine große Veränderung. Diese Chacos wurden in der Form, wenn wir das jetzt einmal schon gezeigt haben, mit neuer Nationale auch nach 1936 noch vom sogenannten verstärkten Polizeischutz, später Polizeireserve weitergetragen. Also blieben noch eine ganze Zeit weiter so in Gebrauch. 1936 wurde für die mittlerweile Schutzpolizei des Reiches, also die verschiedenen Polizeien der Länder, die wurden gleichgeschaltet, die wurden verreichlicht. Man hat das preußische Innenministerium auch mit dem Reichsinnenministerium zusammengelegt. Das war ein Prozess, der hat sich auch über, ich glaube, bis 1939 sogar hingestreckt. Da wurden erst die Haushalte überhaupt zusammengelegt. Hat eine ganze Weile gedauert. 1936 wurde erstmals die neue grün melierte Uniform für die neue Schutzpolizei auch also eingeführt und ausgegeben im großen Stil. Die allererste Truppe hatte diese Uniform bereits 1933 in einer frühen Version erhalten. Das war die Landespolizeigruppe Wecke ZBV. Wecke benannt nach ihrem Befehlshaber. Das war eine Vorzeige, Parade, aber auch Lehreinheit, also die man aus politisch dem neuen Weltbild entsprechenden Polizisten aufgestellt hatte. Bei der neue Ausrüstung ausprobiert wurde, etc. Die das bereits 1933 erhalten und ab 1936 zu den Olympischen Sommerspielen in Berlin wurde erstmals die Schutzpolizei Berlin so vollständig eingekleidet. Zur Gruppe Wecke noch als kleine Seiteninfo, die hieß später Landespolizeigruppe Göring, weil Hermann Göring war zuletzt war auch preußischer Innenminister zeitweise und so wie er Chef der Luftwaffe wurde 1935, hat er diese Truppe auch mit in sein Reichsluftfahrtministerium übernommen und daraus ist die spätere Fallschirmpanzerdivision 1 General Göring auch erstanden. Bei den Chacos, die zur 36er-Uniform eingeführt wurden, hat sich auch nicht viel verändert im Vergleich zu denen der Weimarer. Offensichtlich ist jetzt ein grüner Bezug, der der Uniformfarbe entspricht. Bis 1938 waren für die Zierrate auch noch Buntmetalle üblich gewesen. Ab 1938 in der Regel alles aus Aluminium. Ich weiß es jetzt nicht genau. Ich vermute auch im Bezug auf die Kriegsvorbereitung wollte man natürlich Material sparen oder Material für kriegswichtigere Dinge auf Vorrat halten. Genau, neue National wurde eingeführt. Da gab es auch verschiedene Modelle. Was beim dem Chaco noch auffällig ist beim einem Knopf 91 der Bügel. Ja. Der war zur Befestigung eines Paradebusches. Also zur Weimarer Zeit wurde zur Parade bei der Polizei kein Paradebusch getragen. Erst mit der Machtergreifung wurden Paradebusche wieder eingeführt. Die wurden dann irgendwie hinterm Zierrad zuerst befestigt und dann mit einem Gummi oder mit einer Metallklammer am Knopf befestigt. Das hat man jetzt bei den neuen Chacos dann schon bedacht und diesen Bügel angebracht. Dieser Bügel verschwindet auch in der Folgezeit bei Chacos dieser Art nicht mehr. Also der taucht auch noch bei den westdeutschen Chacos auf später. Ah ja, okay.
während des Krieges hat sich bei den Chacos praktisch nichts verändert. Er ist gegebenenfalls ein bisschen seltener geworden. Weil der Stahlhelm dann ausgegeben wurde? Oder? Ja, nein. Also diese Chacos wurden nur vom Einzel- und Revierdienst getragen. Also nur von der Schutzpolizei, die im Reich oder in den besetzten Gebieten eingesetzt wurde. Er wurde, soweit ich weiß, im Krieg irgendwann nicht mehr produziert, weil die Ressourcen anderweitig benutzt wurden. Und ich glaube zu wissen, dass sich dann eher auch die Schirmmütze im Straßenbild durchgesetzt hat, weil, ja, genau. Dann 1945, der Krieg geht verloren und wir kommen zum nächsten Kapitel. So, kommen wir zur unmittelbaren Nachkriegszeit. Da gab es ein Problem, nämlich die Polizei im gesamten ehemaligen Deutschen Reich, in den 4 Besatzungszonen, der hat an allem gemangelt. Also Uniform, Ausrüstung und natürlich auch Kopfbedeckungen, beziehungsweise von allem hat es an neuem Zeug gemangelt. Und der Chaco ist jetzt ganz offenbar mit Zierat im Gebiet des Landes Niedersachsen beschlagen und auch die Nationale. Ich habe ihn jetzt exemplarisch noch für alle Besatzungszonen, weil man kam in den ersten Jahren nach dem Krieg um die reichsgrüne Uniform nicht drumherum. Also klar gab es auch Umfärbungen dieser Uniformen, man hat Wehrmachtsuniformen umgefärbt, man hat Zivilbekleidung getragen. In dem Zusammenhang zeige ich mal kurz, das ist eine Armbinde, wie sie in Berlin bereits im Mai 1945 noch in der sowjetischen Besatzungszone eingeführt wurde. Das gab es in allen Besatzungszonen, zweisprachige Armbinden mit teilweise komplett unterschiedlichen Bezeichnungen. In der SBZ zum Beispiel vielfach auch antifaschistische Polizei. Und immer in der Regel auf Deutsch und dann in der Sprache der Besatzungsmacht. Ja. Diese Chacos, wie gesagt, die Reichsgrünen wurden weiterverwendet. Die wurden in allen möglichen Varianten getragen. Also komplett ohne alles, nur mit einem neuen Zierrad und Alternationale, nur mit Nationale. Wir bleiben jetzt mal deswegen erstmal im Bereich Ost, also in der sowjetischen Besatzungszone. Da ist der Chaco dann erstmal verschwunden. 1948 wird erstmals für die mittlerweile Volkspolizei, ab 1949 auch Deutsche Volkspolizei erstmals genannt, eine neue Uniform eingeführt, eine einheitliche in Blau. Da können wir jedenfalls auch nochmal ein Bild einblenden. Zu dieser Uniform werden nur Schirmmützen getragen. Schirmmützen, ich glaube auch diese Baschlik-Mützen. Die haben auch eigene Mützenabzeichen, auch auf den Kragenspiegeln etc. pp. Chaco ist erstmal nicht vorgesehen. Das war damals auch noch zunächst Polizei der Länder. Was nämlich entscheidend für die SBZ und die spätere DDR ist, es wurde beim Polizeisystem relativ schnell zentralisiert. Das werde ich wenn wir zu den Westzonen kommen, nochmal extra erklären. Also es wurden relativ schnell die Länder wieder in Kraft gesetzt oder Länder auch gebildet. Ab 1947 waren die Länder, glaube ich, wieder souverän. Und dann wurde relativ schnell auf Landesebene Polizei aufgebaut. Dann gab es dazu die Deutsche Verwaltung des Inneren, die erst nur eine Koordinierungsaufgabe hatte, später dann mehr und mehr zur Zentralisierung beitrag und die mit Gründung der DDR 1949 auch zum Innenministerium umgewandelt wurde, der DDR. Ab 1952 kann man auch davon sprechen, dass die Polizei komplett zentralstaatlich wurde, weil 1952 wurden die Länder in der DDR aufgelöst und durch die Bezirke ersetzt. Bereits in den 50er Jahren verschwinden auch die länderspezifischen Abzeichen Stück für Stück und es werden neue Abzeichen eingeführt. Und da kommen wir jetzt schon zur nächsten Uniformreform. Genau, zu der Neuuniformierung 1954 wird dann erstmals wieder ein Chaco eingeführt. Das Modell weicht sehr von allem ab,
was wir vorher gesehen haben. Also es ist aus einem Stück gegossen, aus Kunststoff. Wir haben zwar noch 2 Lüftungslöcher und Knopf 91, ja. Aber man sieht ja Vorder- und Hinterschirm, das ist alles, wie gesagt, 1. 1955 gibt sich die DDR ein neues Staatswappen, das, was wir alles kennen, mit Hammer und Zirkel. Bis dato hat die DDR mehr oder weniger die gleiche, also zum Beispiel auch dieselbe Staatsflagge wie die Bundesrepublik gehabt. Also beide hatten einfach Schwarz-Rot-Gold. Ab 55 dann das neue Staatswappen. Dieses wird dann (1961) auch am Chaco der Polizei angebracht. Da gab es auch leicht abweichende verschiedene Versionen. Das Wappen wird auch einfach nur auf die alten Symbole draufgeklebt. Also du siehst das jetzt vielleicht. Ja. Darunter befindet sich tatsächlich auch dieses Wappen. Und dann, Mitte der 60er, geht es mit dem Chaco in der DDR langsam zu Ende. Ab 1964 werden die Chacos Stück für Stück eingezogen, weil sie vor allem im Winter unpraktisch sind. Also diese bieten absolut keinen Kälteschutz. Ja. Der Chaco wurde noch bis 1967, 69 von den sogenannten Schnellkommandos getragen. Also Schnellkommando, das waren geschlossene Einheiten bei der Polizei von relativ kleiner Stärke teilweise. Die waren auf Bereitschaft ständig und wenn ich jetzt irgendwo mal schnell Bereitschaftspolizei in dem Sinne brauche, sind die ausgerückt. Die haben das noch bis 69 getragen und danach ist der Chaco auch verschwunden in Ostdeutschland und sollte auch nie wiederkommen. Ich glaube zu meinen, dass die Chacos in der DDR auch systematisch dann auch vernichtet wurden, weil ja, man wollte ja sowieso nie, dass Uniformen von Behörden einfach so jetzt an die Bevölkerung gelangen. Also das wurde ja nie einfach in die Tonne geschmissen, sondern es wurde immer systematisch vernichtet, dass da auch kein Schabernack mitgemacht wird. Und ja, da war es vorbei mit dem Chaco in Ostdeutschland. Aber nicht in Westdeutschland. Da ging es noch weiter. Für Westdeutschland habe ich jetzt nochmal den Chaco rausgeholt, um nochmal ein paar wesentliche Unterschiede zu der Entwicklung von Ostdeutschland zu erklären. In den Westzonen, in der Westzone der späteren Bundesrepublik, hatten wir erstmal 3 Besatzungsmächte. 3 Besatzungsmächte, die auf die ihnen unterstehenden deutschen Behörden unterschiedlich eingewirkt haben. Nach dem Krieg haben sich ja in Ost wie West erstmal auf lokaler Ebene kommunale Polizeien neu gebildet, wurden aufgebaut etc. pp. Und die Zentralisierung der deutschen Polizei, wie sie in der SBZ stattgefunden hat, die erleben wir in Westdeutschland nicht so schnell. Das heißt, dort es werden auch Länderpolizeien gebildet, aber kommunale Polizeien, Stadtpolizeien, das bleibt alles viel länger, also teilweise bis in die 70er, 80er Jahre und ich glaube sogar bis heute gibt es noch vereinzelt Stadtpolizeien, also was jetzt nicht Ordnungsamt ist, sondern richtig Stadtpolizei, bestehen. Und dementsprechend sehen wir eine viel größere Abzeichenvielfalt. Also sowohl halt von Städten, von Kreisen, sonstigen Gemeinden. Und die Besatzungsmächte tun ja ihr Übriges, die Polizei lokal auch sowohl in der Namensgebung, also es gab in der französischen Besatzungszone auch Gendarmerie beispielsweise. In der amerikanischen Besatzungszone wurden teilweise achteckige Mützen getragen, nach dem Vorbild der New Yorker Polizei. Ja. Alles mögliche. Also die Besatzungsmächte haben ihre Polizeiabzeichensymbolik auf die deutsche Polizei teilweise übertragen. Genau, ansonsten sehen wir halt dort auch das Übliche nach dem Krieg, reichsgrüne Chacos mit Abzeichen, ohne Abzeichen, mit Nationale, ohne Nationale. Nationale verkehrt nach unten gebogen, also quasi verkehrt rum eingesteckt und die Nationale nach unten gebogen. Das habe ich dort auch unter anderem gesehen, also ohne Zierrad. Ach stimmt, das habe ich auch schon mal gesehen auf dem Bild, ja. Und ja, wie gesagt, Hülle und Fülle. Aber auch da sollte der Chaco nicht ewig verbleiben. Wir schauen nach West-Berlin in die Ende der 60er Jahre, Ende der 60er Jahre erstmal.
Wir sehen einen Chaco, wie er zu Weimarer Zeiten getragen wurde, par excellence. Dazu natürlich mit einem neuen Stern, mit Berliner Bären, eine Berliner Nationale. Die Sterne waren auch aus Neusilber wieder, wenn ich mich recht erinnere. Auffällig beim Sturmriemen ist, der hat einen Druckknopf, weil man im Einsatz festgestellt hatte, dass wenn man den Chaco trägt und den Kinnriemen ums Kinn, dass man über den Kinnriemen halt gewürgt werden konnte. Was bei Demonstrationen, Handgemenge, derartigen Großlagen natürlich auch mal vorkam und so konnte der Kinnriemen halt gelöst werden und ja, den Beamten konnte geholfen werden. In 1960ern, vor allem im Hinblick auf die 1968er Unruhen, wird die Polizei, vor allem die Bereitschaftspolizei, immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt und der Chaco erweist sich letzten Endes als unpraktisch. Zu nennen für Berlin wäre da die sogenannte Schlacht am Tegeler Weg. Das Ereignis ist mir jetzt selber persönlich nicht viel bekannt, aber es wird ein Aufeinandertreffen von Polizei und Demonstranten gewesen sein. Und das war das letzte Mal, dass die Berliner Polizei Chaco im Einsatz getragen hat. Ab da an kamen Einsatzhelme vom Typ P10 auf, also Schutzhelme mit Visier etc., wie man es auch heute noch in ähnlicher Form kennt. Und ähnliche Entwicklungen haben sich in allen deutschen Bundesländern abgespielt. Ja. Also Stück für Stück wurden die abgeschafft, aber noch nicht ganz. Dieser Chaco in dieser Form wurde noch bis 1974 im Sinne des Ehrendienstes, also bei politischen Staatsempfängen insbesondere, getragen. Die Bereitschaftspolizei von West-Berlin hatte da einen Ehrenzug der Bereitschaftspolizei, welcher dann, wenn Staatsgäste beispielsweise am Flughafen ankamen, Spalier stand mit Weißzeug, weißen Handschuhen und eben dem Chaco. Ja, also Weißzeug heißt weißes Lederzeug. Weißes Lederzeug, genau. Nur bevor wir mit allzu viel Fachbegriffen um uns werfen. Ja, ja. Genau. Danach kommt für West-Berlin und für die anderen deutschen Bundesländer die sogenannte Östergard-Uniform auf. Wir kennen sie teilweise alle noch. Die grüne Uniform. Mit diesen senfgelben Hosen. Bambus. Ja. Bambus. Naja. Nennen wir es Bambus. So habe ich die Polizei auch noch kennengelernt. Ja. Genau, und die wurde dann ab der Zeit eingeführt und von da an verschwand der Chaco, ja, auch aus den Kammern. Genau, da gab es ja dann die weiße Mütze. Dann gab es die Mütze, die Schirmmütze hat sich endgültig durchgesetzt als Kleidungsstück. Für den Einsatz, wie gesagt, gab es Einsatzhelme. Ja, und somit endet die Geschichte des Chacos der deutschen Polizei. Aber ein Stück habe ich noch. Einer geht noch. Einer geht noch. Einer geht noch rein. Dieses besondere Stück. Nochmal expliziten Dank an dich, Andreas. Der wurde 1965 bei der Polizei in Baden-Württemberg eingeführt. Und zwar nur für den Besuch von Queen Elisabeth II. Ja. Also wirklich nur für diesen Besuch. Die Literatur sagt, dass er noch ein bisschen länger für Repräsentationszwecke vorbehalten wurde. Aber Andreas, ich verlasse mich jetzt mal auf dich. Der wurde im Prinzip nur dafür angeschafft und danach ja, nicht mehr benötigt. Die Beamten konnten ihn kaufen. Ja. Für 200 Westmark konntest du ihn damals erwerben. Ich weiß die Umrechnung jetzt nicht, aber 200 Westmark, das war damals ganz viel Geld. Was ist denn das jetzt? 100 Euro plus minus Inflation ist wahrscheinlich 200 Euro. Na, ich denke eher Doppelte. Oder, naja, Sammlerwert mal außen vor. Ja, da wurde nochmals Chaco eingeführt und getragen. Die Polizei. Mit Schuppenkette. Mit Schuppenkette. Ja. Falls die Queen ihren Säbel schwingt und versucht, einen der Polizisten zu enthaupten, waren die da gesichert. Ja, das ist im Prinzip auch der letzte Chaco, der jemals wirklich im Großen, also nochmal neu eingeführt wurde mit neuem Design. Und danach, ja, war auch in Baden-Württemberg, in Westdeutschland Zapfenstreich. Schluss damit. Schluss damit. So. Wo kann man jetzt was über den Chaco lernen? Lernen? Da habe ich noch was mitgebracht. Ja. Lernen und lesen. Lernen und lesen. Lernen und lesen. Falls das die Leute heutzutage noch können. Lesen. Lesen. Wer macht denn sowas noch? Ja. So, da kommen wir erstmal zu den 4 Büchern
von Erich Radeke zurück, die wir im letzten Video schon beworben haben. In dem Falle sind sie alle wichtig, nämlich Band 1 bis 1918 bis Band 3 bis 1993. Also Radeke hat sich da sehr viel Mühe gegeben und er hat sogar noch einen Sonderband nur für Chakos gemacht. Da auch nochmal Danke an dich, Andreas, dass ich den heute hier zeigen darf. Der kostet doch verdammt viel Geld heutzutage. Also ja. Ich habe meine Bücher damals für 10 Euro das Stück bekommen. Für den alleine wirst du jetzt schon 80 bezahlen. Schön. Schön, oder? Soll ja nicht zu günstig werden. Eben, also wer wirklich alles über den Chaco bei der deutschen Polizei wissen möchte, der wird hier drin fündig werden. Ansonsten kann ich noch ein paar andere Bücher empfehlen, wo auch noch ein paar mehr Abbildungen zu sehen sind. Gehen wir erstmal chronologisch vor. Auch nochmal den Ingo Löken. Der hat auch nochmal ein Kapitel dem Chaco gewidmet, also von seiner Einführung bei der Sicherheitspolizei bis 45, wenn ich mich nicht irre. Es sind auch noch ein paar extra Bebilderungen mit drin. Es ist ein vielfaches, gutes Standardwerk in der Hinsicht. Dann eine Epoche weiter. Für die Epoche 1936 bis 1945 kann ich den Dieter Deuster empfehlen. Also ein Standardwerk, was die Uniformierung dieser Zeit betrifft. Mit sehr viel historischen Abbildungen, Fotos von Originalstücken. Wobei zum Chaco, der im Dritten Reich tatsächlich gar nicht so viel zu sagen gibt. Naja. Genau. Zur DDR ein paar wenige gute Abbildungen und ein bisschen Erklärung gibt es im großen Buch der Deutschen Volkspolizei von Dieter Schulze. Aber wirklich sehr viel Bild. Ja, sehr viel Bild, aber eher zur Uniformierung der Deutschen Volkspolizei, auch eher spät ist abgebildet, aber zumindest wird erwähnt. Wer sich mit der Berliner Polizei beschäftigen möchte und dann nochmal Dank an dich, Andreas, dass ich das Buch heute hier zeigen darf. Gut, ich habe es noch von ihm erworben und ich habe es auch mit Widmung bekommen. Hat er dir nicht geschenkt? Nee. Oh. Nee, die Uniformierung der Berliner Polizei 1945 bis 2021, also von damals vom Nachkrieg bis in die Gegenwart. Es ist fast jedes Abzeichen, oder wenn nicht gar jedes Abzeichen, jedes weiß ich gar nicht, aber was bei der Polizei... Wahrscheinlich jedes Abzeichen. Wahrscheinlich jedes Abzeichen, was die Berliner Polizei mal verwendet hat, ist abgebildet. Uniformierung, West und Ost. Genau, auch Bilder zum Chaco, etc. pp. Das waren die Bücher. Das waren die Bücher. So, wollen wir uns jetzt noch diesem endlosen Thema hingeben und darüber reden, wo man einen Chaco kaufen kann, wenn man eins möchte? Ja. Also, es gibt Repro-Chacos, genauso wie beim Lederhelm, also bei der Pickelhaube. Die gibt's. Die haben dann eine Einheitsgröße 62. Und 62 ist so groß, dass Alex und ich uns da reinsetzen und über die Elbe paddeln können, wenn wir das wollen. So, das heißt, für uns völlig ungeeignet, solltet ihr Kopfgröße 62 haben, ist das unter Umständen eine Überlegung wert. Wobei man dann auch wieder, wenn man je nachdem, welchen Anspruch man selber hat, muss man dann wieder das Zielrad ändern und so weiter und so fort. Man kann jetzt natürlich versuchen, je nachdem, welche dieser unendlich vielen Epochen und ob ihr Armee oder ob ihr Polizei oder was auch immer ihr damit anstellen wollt, unterscheiden sich die Bezugsquellen ein bisschen. Also allein für den Ersten Weltkrieg ist es zurzeit eine mittelschwere Katastrophe. Es gibt Filz-Chacos. Es gibt Filz-Chacos, da kommt man relativ gut ran. Relativ gut. Ich muss euch mal unten verlinken, wo genau ist, habe ich nämlich gerade nicht auf dem Zettel. Aber aus Leder, was ich persönlich immer schöner finde, da wird die Luft nämlich ganz dünn. Dann wird es finster. Ja, also es gibt den einen oder anderen Hersteller, der sowas mal angeboten hat, aber da zurzeit da auch ein absoluter Mangel an Herstellern herrscht, ist es halt auch schwierig, da wirklich eine Bezugsquelle zu finden. Ja. Man kann bei den Modellen, die aus Vulkanfieber bestehen, da kann man Glück haben, da kann man, so wie du das auch gemacht hast, die Nachkriegsmodelle kaufen. Ja. Wo liegt man da preislich?
Ja, man liegt mindestens, also ich gehe jetzt von eBay aus, also eBay ist immer schlecht. Ja, eBay ist schlecht, also unter der Hand mag man günstiger kommen, aber bei eBay ist man ungefähr mindestens bei 150 €. Das kommt auf die Ausführung an, also wenn man jetzt eine 20er Jahre Polizei machen will, ich sag mal, dann kauft man ja leider mehr als den Korpus, den man eigentlich nur braucht. Richtig. Und ja, vor allem teilweise die Offiziersausführungen mit Schuppenkette und so weiter, das geht dann schon ins Geld. Aber der Vorteil bei diesen Chacos aus Vulkanfieber ist, die sind zwar alt, aber Vulkanfieber ist nicht so anfällig für Verformung. Deswegen kann man die auch getrost heutzutage noch aufsetzen und ja, da besteht kein Problem.